Außergewöhnliche musikalische Begegnungen gehören zum Programm jeder Konzertreise der Phoenix Foundation, des Landesjugend-Jazzorchesters Rheinland-Pfalz. 2018 waren die jugendlichen Jazzmusiker in Ruanda und trafen dort unter anderem auf Ngoma Nchia, die einzige Trommlerinnengruppe des Landes. Es war ein unfasslicher Augenblick, als wir das erste Mal die Trommeln gehört haben und die Trommlerinnen gesehen haben. Mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der mit so viel Leidenschaft und Energie Musik macht. Ihre Trommelrhythmen und Tänze entwickeln die Frauen selbst und setzen damit einen aufregenden Akzent in der sonst hauptsächlich männlich dominierten Musikszene Ruandas. Im Alltag sind die meisten Hausfrauen und Bäuerinnen. Für die Musik, für Proben, für Auftritte und für Begegnungen wie diese nehmen sie bis zu 2 Stunden Fußmarsch auf sich und sind dann voll da. Die kulturellen Unterschiede, würde ich sagen, sind immens, aber ich denke, dass die Anknüpfungspunkte in der Musik doch ähnlich sind und dann merkt man doch, worum es universell geht. Time oder Energie, Bühnenpräsenz. Und wir können uns für unsere Performance von denen was abgucken. Dieser lebendige Austausch von Musikerlebnissen ist Ziel der Arbeit im Landesjugend-Jazzorchester. Die Erwartungen an die Konzertreisen von der Phoenix Foundation, die ja als musikalische Botschafter unterwegs sind, die sind im Grunde immer orientiert, einmal in die Richtung zu zeigen, was wir als Orchester tun und natürlich Eindrücke vor Ort zu bekommen und daraus zu lernen. Das betrifft verschiedene Ebenen, natürlich die soziale Ebene. Letztlich versuchen wir auch, die jungen Leute zu öffnen, ihnen zu zeigen, dass es auch noch andere Ideen und Konzepte in der Welt gibt. Um schnell sprachliche und kulturelle Grenzen zu überwinden, hat die rheinland-pfälzische Abordnung 2 extra für diesen Anlass geschriebene Arrangements mitgebracht, in denen die Trommeln der Frauen eine zentrale Rolle spielen. In einem davon werden einige ihrer eigenen Rhythmen verarbeitet, sodass sie in Verbindung mit der Big Band eine ganz neue Ebene bekommen. Nummer 103 für die Eingang vor. Die Ruanderinnen spielen ohne Noten, lernen alles auswendig und wir spielen nach Noten und selbstverständlich ist das wahnsinnig schwierig, das dann zusammenzubringen. We are not musicians and I was very anxious to meet people who understand music. We will feel it, we just do things and maybe it's also a good thing. Oh yes, it is good. Und die Phoenix Foundation hatte weitere inspirierende Musikbegegnungen in Ruanda, sowie hier mit der Gruppe Kinga Plus in Kigali. So we have 8 bars, open or last chorus backing, yeah, play second time only.
So gab es zum Abschluss der 10-tägigen Konzertreise einen weiteren Höhepunkt. Ein Konzert mit allen Beteiligten in der Hauptstadt Kigali und eine begeisterte Gesamtbilanz von der Partnerschaft Rheinland-Pfalz, die vor Ort in Ruanda alles organisiert hatte. Diese Verbindung von traditioneller Musik und Jazzmusik und dann dieses Leben, also das wird ja praktisch wirklich die Musik nicht gespielt, sondern die Musik wird gelebt. Und das war natürlich ein riesiger, toller Spirit, was darüber gekommen ist, jetzt bei dieser ganzen Tour durch Ruanda. Wir haben gelernt, auch im Laufe der Tour viel mehr aufeinander einzugehen innerhalb der Band. Und auch durch den Workshop mit den Trommlerinnen zusammen hatten wir etwas von der Energie auch übernommen und konnten das auch ans Publikum weitergeben. Das war eine tolle Sache für die Partnerschaft Rheinland-Pfalz, da teilzunehmen. Und ich glaube, dieser Austausch sollte natürlich gefördert werden. Aber jetzt nicht nur von Deutschland nach Ruanda, sondern auch von Ruanda nach Deutschland. Yes, my wishes is really to have a partnership between the two groups and to start introducing jazz to women.